unseren Alltag? Das ist die Leitfrage für den Dialog der Bundeskanzlerin mit den Bürgerinnen und Bürgern. Herzlich willkommen zur dritten digitalen Ausgabe von Die Bundeskanzlerin im Gespräch. Und willkommen in unserem Livestream direkt aus dem Kanzleramt. Ich bin Tina Gerhäuser und ich freue mich sehr auf die kommenden 90 Minuten. Im Mittelpunkt stehen werden Polizistinnen und Polizisten. Sie sind es ja, die die vereinbarten Corona-Regeln für die Umsetzung sorgen müssen. Und sie haben Erwartungen, sie haben Erfahrungen gemacht und vielleicht auch Wünsche an die Politik. Um all das wird es gehen. 12 Beamtinnen und Beamten sind dabei. Sie arbeiten für die Länderpolizeien in Berlin, in Bayern, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen und für die Bundespolizei. Ausgesucht wurden sie von der Bundespolizei und von den Innenministerien der Länder. Und Gastgeberin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich freue mich jetzt, Sie zu begrüßen. Hallo, Frau Bundeskanzlerin. Ja, hallo und hallo an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es freut mich sehr. Wir haben uns gedacht, dass es einfacher ist, nicht durcheinander zu reden, sondern einfach Ihnen ein Zeichen des Willkommens auch zu geben. Und ich würde jetzt alle mal bitten, zu winken. Dann winke ich mal zurück. Frau Bundeskanzlerin, warum genau haben Sie sich entschieden, mit Polizistinnen und Polizisten zu sprechen? Naja, ich habe mich insgesamt entschieden, weil ich jetzt ja wenig rumkomme, also wenig draußen vor Ort bin, dass ich gerne doch den Dialog suchen möchte und habe überlegt, welche Gruppen könnten das sein, die jetzt besonders gefordert sind. Und begonnen hatte ich mit Auszubildenden, dann mit Zupflegenden und Pflegekräften. Und ich persönlich beobachte ja auch, was die Polizei zu leisten hat. Sie sind ja normalerweise schon voll ausgelastet, aber jetzt ist ihr Dienst ja unter erschwerten Bedingungen. Und wenn ich so manche Demonstrationen sehe, ich meine, das Demonstrationsrecht ist ein sehr hohes Gut, verfassungsrechtlich geschützt, und mir dann aber anschaue, was sie auch da zum Teil aushalten müssen und aber auch, was sie jetzt an Ordnungsfunktionen sonst noch wahrnehmen müssen. Wir haben viele Menschen, die halten sich an viele Regeln, aber andere eben auch nicht so, dann stelle ich mir vor, dass ihr Dienst schon ganz schön anstrengend ist und dass man da vielleicht auch manchmal ein bisschen frustriert ist, wenn man nach Hause kommt. Und ich wollte einfach, dass sie Überstunden machen müssen, dass sie ja auch mit ihren Schutzausrüstungen gucken müssen, wie klappt das alles. Die Arbeitsbedingungen sind dann ja auch nicht gerade einfacher, wenn man das alles noch unter Corona-Bedingungen machen muss. Und insofern finde ich, gehören sie zu einer Gruppe, deren Dienst so unendlich wichtig für uns ist, um Ordnung auch aufrechtzuerhalten, die aber natürlich auch besonders gefordert sind. Und da ich nicht jeden Tag Polizisten treffe, habe ich mir gedacht, wären sie eine Gruppe, die ich gerne mal in diesem digitalen Gesprächsformat hören möchte, mit ihren Sorgen, mit ihren Anliegen, mit ihren Empfindungen und Erlebnissen. Gibt es was, worauf Sie besonders neugierig sind? Naja, eben das, was sich für Sie verändert hat in der Situation der Pandemie und was Sie sich vom Staat, in diesem Falle von der Bundesregierung, aber das kann ich natürlich auch weitergeben an die Landesregierung, was Sie sich wünschen und was sie von uns erwarten und was wir gemeinsam tun können, um unser aller Leben uns ein bisschen noch zu erleichtern. Dann beginnen wir direkt, denn da könnte es ja viele Wünsche geben und auch sicher sehr viele Erfahrungen. Gerke Stüven ist verantwortlich für die Sicherheit von 128.000 Bürgerinnen und Bürgern fast in Wildeshausen. Das ist das Polizeikommissariat dort und sie ist Polizeioberrätin bei der Polizeidirektion Oldenburg anzusiedeln. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Gerke Stüven. Ja, hallo, ich freue mich. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was möchten Sie mir sagen in dem Zusammenhang? Ja, also die Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie einhergegangen sind, sind für uns besondere und vielfältig. Zum einen ging es darum, dass wir natürlich, genauso wie jeder andere Betrieb auch und jede andere Firma auch, erstmal intern gucken mussten, wie strukturieren wir uns neu, wie planen wir Dienste, wie bleiben wir handlungsfähig, wie gehen wir um mit Isolierung von Kolleginnen und Kollegen? Was können wir tun, um uns für deren Gesunderhaltung einzusetzen? Also die internen Abläufe mussten neu strukturiert werden. Das war gerade im März und April, ich glaube, wie überall wahrscheinlich relativ turbulent, weil wir alle letztendlich keine Routine und keine Erfahrung mit einer solchen Pandemie hatten.
Inzwischen hat sich das glücklicherweise eingespielt. Nichtsdestotrotz, die Bedingungen sind nach wie vor besondere. Und das andere ist, dass wir natürlich auch in der Aufgabenwahrnehmung, also alles, was wir an Dienstleistungen nach draußen gehen, dass wir uns natürlich auch da neu einstellen mussten. Und das bedeutete schwerpunktmäßig natürlich Kontrollen über Kontrollen. Immer und immer wieder und aktuell einfach aufgrund dieser starken zweiten Welle auch nochmal wieder verschärft. Einfach um zu überprüfen, kommt es zu Widerhandlungen oder halten sich die Bürgerinnen und Bürger an die Regeln. Und das ist zum Glück, in großen Teilen ist das der Fall. Aber es gibt eben auch leider die Einzelfälle und auch im Landkreis Oldenburg, der grundsätzlich ein wirklich schöner Flecken Erden ist und sehr friedlich. Auch bei uns beispielsweise gibt es leider Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Maskenverweigerer und die machen uns das Leben dann eben auch schwer. Genau, also Kontrollen ist im Grunde genommen das Gebot der Stunde und das einfach auch mit einem starken Personalansatz. Das bedeutet eben auch, dass wir gucken müssen, wie werden wir denn unserer Aufgabenvielfalt noch gerecht? Also wo können wir, wo müssen wir vielleicht auch Abstriche machen in der gegenwärtigen Situation? Wie kriegen wir unsere Kontrollen überhaupt gewährleistet? Und das ist schon so, dass bei uns wirklich Mann und Maus, muss man sagen, auf die Straße gebracht werden. Zum Teil eben auch mit Unterstützung von anderen Dienststellen, also von unserer übergeordneten Dienststelle in Delmenhorst beispielsweise. Oder eben aber auch von der Bereitschaftspolizei, damit wir die gegenwärtige Situation aktuell stemmen können. Sind denn Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen auch erkrankt an Corona oder in Quarantäne? Wie sieht es da aus? Also zurzeit habe ich zum Glück, toi toi toi, niemanden, der infiziert ist. Wir hatten allerdings in der ersten Welle im Frühjahr 3 erkrankte Kolleginnen und Kollegen von insgesamt 160 Mitarbeitenden auf meiner Dienststelle. Und jetzt im Herbst hatten wir bis dato einen Infizierten. Genau, und gegenwärtig sind alle gesund. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Mal schauen. Das hoffe ich mit Ihnen. Und wenn Sie jetzt vor Ort sind, draußen, Sie haben ja schon gesagt, es gibt eben, also glücklicherweise, das müssen wir ja auch in dieser Runde nochmal sagen, ist ja doch ein großer Prozentsatz der Bevölkerung wirklich versteht auch die Dinge. Welche Gruppen sind für Sie am schwierigsten? Also wo haben Sie dann am meisten Sorge und haben Sie manchmal richtig Sorge auch vor Aggressivität von denen, die Sie jetzt kontrollieren? Also das stelle ich mir persönlich, ich meine, ich bin jetzt ja keine Polizistin und ich habe auch keine Ausbildung in der Richtung, aber das stelle ich mir noch doch relativ schwer vor, dass man heute ja manchmal doch sehr spontan auch damit rechnen muss, dass Menschen recht aggressiv werden können. Ja, darin liegt auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Also für uns jedes Mal wieder schwierig sind Menschen, die schlichtweg nicht einsichtig sind, die Maskenverweigerer sind beispielsweise. Und dann ist es so, wir kommen an einen Einsatzort und da spielt dann vielleicht auch Alkohol eine Rolle, wie dem auch sei. Wir müssen beispielsweise eine Personalienfeststellung machen. Wir müssen unmittelbar in den Kontakt mit diesen Menschen treten. Und wir können ja nicht einfach wieder wegfahren, wenn da jemand steht, der keine Maske trägt. Das geht nicht. Wir müssen unseren Aufgaben gerecht werden. Ja, und manchmal wird es dann eben auch dahingehend körperlich, dass man eine Person durchsuchen muss, beispielsweise nach Ausweispapieren. Und da muss man sagen, ist die Sorge der Kolleginnen und Kollegen, sich selbst zu infizieren, einfach immer ein ständiger Begleiter. Natürlich versuchen die sich zu schützen, selbst mit FFP-Masken, mit Brille, Handschuhen, Schutzausstattung, soweit es eben möglich ist, wenn die wissen, Mensch, die Situation wird heikel. Aber unserem Beruf ist es eben auch eigen, dass manchmal eine Dynamik entsteht, dass man sich gar nicht so schnell, wie gesagt, zum Beispiel mit Schutzausstattung versehen kann. Und das Leben die Arbeit unter der FFP2-Maske oder so ist ja auch durchaus anspruchsvoll. Das wissen wir ja auch von Pflegekräften. Aber wenn man dann auch körperlich noch im Einsatz ist, dann ist das natürlich nicht so einfach. Gibt es denn auch schöne Erlebnisse, wo man sagt, naja, hier habe ich gemahnt und dann war jemand auch einsichtig? Ja, natürlich, das gibt es, toi, 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 also wirklich, das gibt es auch und zum Glück auch. Und manchmal passiert es vielleicht einfach auch aus der
Unwissenheit heraus oder, das muss man allerdings dazu sagen, manchmal, wenn wir wieder neue Regelungen haben oder die Maskenpflicht in der Fußgängerzone eingerichtet wird, dann hat sich das von jetzt auf gleich nicht sofort rumgesprochen. So, und dann müssen wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen sensibel sein, Fingerspitzengefühl haben. Haben Sie schon mal eine Fete auflösen müssen oder eine größere Geburtstagsparty? Ja, tatsächlich. Auch das gibt es bei uns. Leider nicht nur einmal, sicherlich nicht vergleichbar mit Großstädten und den Feiern, die da möglicherweise festgestellt werden, aber vereinzelt hatten wir das auch schon. Ja, Geburtstagsfeiern, Kindtaufen, genau, das Übliche. Wollen wir mal in eine Großstadt schauen? Gleich, ich wollte nur wissen noch, ob Sie noch einen Wunsch an mich haben oder irgendwas mir noch mitgeben wollten, wenn Sie schon mal die Gelegenheit haben, oder ist soweit alles in Ordnung? Ja, es gibt schon den einen oder anderen Wunsch. Na, dann sagen Sie einen Ja. davon. Ja, vielleicht Stichwort Appelle. Ich würde gerne einfach mal ansprechen, dass es für uns als Polizei ist, schwierig mit Appellen und Empfehlungen zu arbeiten, denn wir brauchen einfach rechtssicheren Handlungsraum. Und dazu gehört einfach, dass wir Gesetze und Verordnungen haben, die uns ermächtigen, beispielsweise ein Grundstück zu betreten. Denn wenn irgendwas schiefläuft, wir werden angerufen, 110, wir müssen anfahren. Und wenn Dinge dann nur Empfehlungscharakter haben, dann sind wir nicht berechtigt, beispielsweise ein Grundstück zu betreten oder andere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist sehr schwierig. Naja, wir leben ja auch als Politiker immer in diesem Zwiespalt. Wie weit sollen wir jetzt in den Privatbereich hinein regeln? Da sind auch die Bundesländer sehr unterschiedlich. Aber das ist nochmal ein interessanter Punkt. Wenn Sie schon gar nicht das Grundstück betreten können, dann können Sie natürlich auch keine Ordnungsmaßnahme durchführen. Dankeschön. Und alles Gute und schöne Grüße an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und bleiben Sie gesund. Alle. Dankeschön, gleichfalls. Danke. Wir können nach Berlin schauen. Da gibt es viele Demos, große Demos. Nikolai Steckmann ist erster Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium Berlin. Und Ihr Mikrofon könnten Sie noch anmachen, Herr Steckmann. Ja, schönen guten Tag aus Berlin. Ja, guten Tag nach Berlin. Ich sitze ja auch in Berlin-Mitte. Ja, das weiß ich. Also wir haben natürlich auch diverse große Versammlungslagen gehabt im Zusammenhang mit den Corona-Protesten. Also zuletzt am 18.11. die große Demonstrationslage vorm Reichstag. Und was leider zu attestieren ist, ist halt tatsächlich eine Zunahme auch der Gewaltbereitschaft. Also zumindest auch diese sehr heterogene Zusammensetzung der Leute, also von Personen, mit denen man sehr vernünftig sprechen kann, die ihr Anliegen, auch ihre Sorgen, die sie, denke ich, in Teilen berechtigt haben, wo führt ein Lockdown hin, was bedeutet das für Familie, für Unternehmen und Ähnliches, ganz vernünftig vorbringen und die auch in einer normalen Auseinandersetzung sehr vernünftig auf uns reagieren, bis hin zu Personen, die zu keiner Zeit eine Bereitschaft haben, mit uns zu sprechen oder halt sogar ganz gezielt die Gewalt in so einer Situation suchen. Also wenn ich mir das vom 18.11. überlege, wir waren allein bei meiner Einheit, wir haben diesen Bereich der Ebertstraße da unter anderem mit anderen Einheiten zusammen geräumt, sind von 68 Kollegen 24 verletzt worden. Und das ist schon, finde ich, eine Gewaltbereitschaft, die schwierig ist für einen politischen Diskurs. Und das ist natürlich, wenn man von 68 über 20 dann verletzt, das ist natürlich schon dramatisch. Da können Sie die Verletzungen verursacht haben, sind wenigstens noch genug Polizisten da, die sozusagen aufnehmen können, damit man dem auch nachgehen kann hinterher? Also wir konnten zum Glück viele von denen festnehmen, um sie dann auch tatsächlich im Strafverfahren zuzuführen. Komplett wird es vermutlich auch nie ganz gelingen, einfach auch aufgrund der Größenordnung der Personenmenge. Und aus 5., 6. Reihe irgendwas geworfen wird, dann ist es ja mitunter schwierig. Aber ich glaube schon, dass auch gerade dieser Zusammenhalt der Einsatzkräfte und dieses Zusammenwirken in diesen großen Teamgefügen dazu führt, dass unheimlich schnell natürlich auch versucht wird, da ganz sauber die Strafverfolgung in Form von Täterfestnahmen durchzuführen. So, ich möchte ja gar nicht jetzt fragen, ich meine, wir können ja auch immer nur wieder dafür werben, dass diejenigen, die friedlich demonstrieren wollen, von denen Sie ja auch gesprochen haben, die ihre Argumente haben, die ihre Sorgen haben, das kann man ja auch verstehen,
dass die sich nicht zu nah an die begeben, die erkennbar gar kein Interesse mehr am Dialog haben. Ich meine, wir kennen das ja aus verschiedenen großen Auseinandersetzungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich war ja Umweltministerin von 94 bis 98. Wenn man da mit den Kernkraftgegnern, den Castor-Transportgegnern gesprochen hat, dann gab es ja auch eine Gruppe, die war ehrlich besorgt, und dann gibt es immer eine Gruppe, die ganz gewaltbereit ist. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass sich diese Gruppen nicht vermischen, glaube ich, um ihnen da auch ein Stück zu helfen. Haben Sie ich meine, was wir natürlich leisten müssen, um Ihnen vielleicht wenigstens die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, ist immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass wir uns in einer Pandemie befinden, die es zum letzten Mal vor 100 Jahren gab. Also das ist nicht ein Ereignis ich glaube, manche Menschen haben Sorge, dass sich das jetzt ewig hinzieht. Und dass da so schleichend auch bestimmte Rechte eingeschränkt werden oder bestimmte Möglichkeiten nicht mehr bestehen. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir werden sofort alles wieder machen, wenn dieses Virus einigermaßen eingedämmt ist. Daran arbeitet man jetzt ja auch. Vor so einem Einsatz, ich weiß nicht, Sie können jetzt ja nicht ganz aus dem Nähkästchen plaudern, sicherlich, aber was ist da wichtig? Ich stelle mir vor, dass es sehr wichtig ist, dass man sich unter den Kollegen auch sehr gut aufeinander verlassen kann, nicht? Denn das ist ja auch nicht einfach, da also ich sag mal, das 24 Stunden vorher, wir wussten das ja auch als Abgeordnete, was da los sein wird. Und wenn man da nur aus der Ferne geguckt hat, dann habe ich schon sehr an Sie gedacht und mir überlegt, du möchtest eigentlich nicht gestehen in dem Getümmel. Da ist ja Kameradschaft wahrscheinlich auch sehr wichtig. Ja, also ich denke, das, was man ja auch ganz oft sagt, dass Polizei oder so eine Polizeibehörden sich durch Teambildung und Teamgefüge auszeichnen, ich glaube, das ist da schlichtweg das Entscheidende. Also ich bin total stolz darauf, dass ich Mitarbeiter habe, die wirklich wahnsinnig toll füreinander einstehen. Und man sieht es ja auch, wie schnell auch übergreifend nicht nur die eigene Einheit, sondern eine Vielzahl von anderen Einheiten aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenarbeiten und man sich wirklich blind aufeinander verlassen kann. Ich glaube, das ist eine absolute Stärke von Polizei und auch etwas, was manchmal vielleicht so ein bisschen in den falschen Hals kommt, wenn man so über Chorgeist und so eine Problematiken nachdenkt. Aber gerade in diesen Momenten zeichnet es das absolut aus, dass die Leute bereit sind, sich auch in hochgefährliche Situationen zu geben und vor allem sich danach dann auch aufzufangen, darüber zu sprechen, zu diskutieren und sich da wirklich Seite an Seite stehen und auch gerade die verletzten Kollegen, also wie rührig sich da von allen Seiten drum gesorgt wird, finde ich, das zeichnet für mich Polizei absolut aus. Aber Sie haben dann auch hinterher die Möglichkeit, das mal abzusprechen oder wie man das so nennen soll, also darüber zu reden. Denn ich glaube, oder wir wollen jetzt ja auch noch mal so eine Studie auf den Weg bringen über den Polizeialltag. Und ich glaube, mancher Bürger, der jetzt selten mit der Polizei in Berührung kommt, macht sich gar keine Vorstellung, was sie eben auch täglich immer wieder erleben, denn sie kommen ja immer nur mit einem Teil der Bevölkerung in Kontakt, der sozusagen dann vielleicht die Gesetze eben nicht so einhält. Und ist da genug Zeit oder ist dann vor lauter Überstunden und Müdigkeit, also ich glaube, diesen Raum muss man ihnen auch geben, das aufzuarbeiten, weil das sind ja schon große Ereignisse. Also ja, er ist unterschiedlich vorhanden. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Folgeeinsätze sind und Ähnlichem. Aber was wir immer Minimum machen, eine kurze Nachbereitung, um auch nochmal den Ablauf zu klären, mögliche Fehlerquellen. Auch man macht ja auch in so einem Einsatz oft genug vielleicht etwas, was man nächstes Mal besser machen könnte, um auch sowas nochmal zu thematisieren. Aber vor allem, und das macht es für mich aus, viele Kollegen sind weitaus mehr als Kollegen, sondern Freunde untereinander und miteinander. Und die Kommunikation ist, glaube ich, die den meisten wirklich mit Abstand am besten hilft, über die ganze Situation hinwegzukommen. Und das gilt auch, wenn jetzt Leute aus ganz anderen Bundesgebieten kommen. Man ist eben aufeinander angewiesen und hat da auch sofort die Kameradschaft da. Ja, also ich hätte das vor der Polizei gar nicht so gedacht, aber irgendwie, man spricht oft von diesem blauen Band, was dann irgendwie doch alle verbindet und dann ist es vollkommen egal, aus welchem Bundesland, mit welcher Aufgabe. Man arbeitet da sehr zielorientiert, schnell und wie ich finde, nahezu immer absolut kameradschaftlich zusammen. Also das finde ich was ganz Tolles. Was wünschen Sie oder wollen Sie, was sollte ich noch beachten und was sollten wir besser machen? Ich halte es für ganz schwierig. Ich glaube, sie versuchen ja wirklich tatsächlich diese
hochkomplizierte und wie Sie ja auch zu Recht meinen, einmalige Situation. Sowas hatten wir davor nicht, irgendwie bestmöglich abzuwägen. Was ich glaube, das ist ja auch schon angeklungen, wichtig ist eine gewisse Verlässlichkeit der Verordnung und Normen, die ausgesprochen werden, damit die Bürger das auch nachvollziehen können. Weil wir merken natürlich in vielen Diskussionen, dass selbst Bürgerinnen und Bürger, die versuchen, sich wirklich gut mit den aktuell gültigen Regelungen auseinanderzusetzen, mitunter einfach nicht mehr hundertprozentig up-to-date sind, weil es die 12., 13. Veränderung der Verordnung ist. Und da, glaube ich, kann man einfach auch viel, gerade den Leuten, und das ist, wie Sie es auch sagten, die absolute Mehrzahl, die wirklich für diese Pandemie auch versucht, ihr Verhalten bestmöglich darauf einzustellen, dass die aber auch wissen, welche Regelungen gelten und sich dann regelungskonform benehmen können. Gut, wir werden das nochmal mitnehmen. Ist natürlich schwierig, 2 Hausstände. Ich meine, ein großer Teil weiß schon gar nicht, was ein Hausstand ist. Und 2 Hausstände und 10 Personen, aber Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit und andere Kinder zählen dann doch wieder und so. Also das ist schon schwierig. Da war es im März, als man gesagt hat, eine Person und noch eine andere. Das kann man natürlich viel besser kontrollieren. Das wissen wir schon. Manchmal wollen wir halt auch Richtwerte geben und sagen, macht jetzt nicht die große Party, aber ich nehme das nochmal mit. Je präziser, umso besser für Ihre Arbeit. Dankeschön und grüßen Sie auch Ihre Kollegen und Kolleginnen. Ja, Sie hatten sich ja, Frau Bundeskanzlerin, erkundigt, ob es auch Leute gibt, denen was passiert ist. Ich würde gerne nach Niedersachsen nochmal gehen, nach Göttingen, zu Lorena Grube. Sie ist Polizeikommissarin und auch sie kann berichten. Ja, genau. Im Juni hatten wir einen Einsatz in Göttingen. Und zwar gibt es dort einen Wohnkomplex. Da haben wir alle von gelesen, nicht? Ja, genau. Da wohnen 700 Leute in diesem Wohnkomplex. In diesem Wohnkomplex unter den Bewohnern ist eben das Virus ausgebrochen, sodass der ganze Komplex unter Quarantäne gestellt werden sollte. Die Bewohner waren damit nicht einverstanden. Die Versorgung, also es gab Essen, Trinken, Windeln, Babynahrung, das wurde alles seitens der Stadt organisiert. Ja, dennoch haben am besagten Tag 1/3 der Bewohner ungefähr versucht, eben diese Absperrung zu stürmen. Es gab dann massive Ausschreitungen, wobei wir beworfen wurden mit Eisenstangen, mit brennenden Gegenständen, mit Backsteinen, mit Glasflaschen. Ja, das ging auch über einen längeren Zeitraum und einige Kollegen wurden eben von diesen Gegenständen auch getroffen. Wir hatten eine Körperschutzausstattung an. Trotzdem war es natürlich ein normaler Reflex, dass man die Hände hochnimmt, dass man versucht, irgendwie auszuweichen. Irgendwann war es dann soweit. Waren Sie da dabei? Ja, genau. Also Ja. ich stand dann da in der Reihe. Wir haben dann vor dem Ausgang, wo die versuchten rauszukommen, eine Polizeikette zu ziehen. Und mich hat dann an der Hand ein Backstein getroffen und ich habe mir dabei dann den Mittelfinger gebrochen. Ja, was daran sehr erschreckend war, dass linksseitig von uns das linke Klientel in Göttingen ebenfalls Aufstellung genommen hat und die haben eben die Bewohner angefeuert und haben Beifall geklatscht. Das ist dramatisch, ja. In dem Haus haben ja sehr viele Menschen auch mit Migrationshintergrund gewohnt, nicht? Ich glaube aus Rumänien oder Ja, genau. Ja. Hatten Sie da auch Sprachprobleme? Oder konnte man sich verständlich machen? Also oft ist es ja dann auch so eine Aggressivität, die sich aufbaut, wenn vielleicht nicht alles richtig verstanden wird, was gemeint ist, oder? Genau. Natürlich haben nicht alle so gut Deutsch gesprochen, aber man konnte sich verständigen. Also das war kein Problem. Die konnten sich auch klar artikulieren, dass sie... Also die wussten schon, was sie taten. Ja, auf jeden Fall. Und das waren vor allen Dingen junge Leute oder die da so aggressiv waren oder mehr die Älteren? Das waren tatsächlich mehr die jüngeren Leute. Und haben Sie dann 40. unter den Hausbewohnern welche gefunden von den Älteren, die dann vielleicht auch ein bisschen ordnend eingegriffen sind? Oder gab es dazu gar keine? Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen, ja. Ja. Und wenn man dann so mit so einem gebrochenen Finger da sitzt, ich meine, das ist ja auch keine Petitesse, zumal sie ja ihre Hände auch brauchen zum Arbeiten, da ist man schon ganz schön wütend, nicht? Oder geknickt oder wie kann man das sagen? Also ich meine, ich würde mich da schon ein bisschen vielleicht auch aufregen, aber
Das sind Sie als Polizisten vielleicht gewöhnt. Ja, genau. Also im ersten Moment steht man natürlich schon ganz schön unter Adrenalin, dass man erstmal den Einsatz beendet. Also das war der Erfolg. Es ist keiner ausgebrochen. Es sind alle in dem Komplex geblieben. Das haben wir aufgrund der guten Teamleistung gemeinsam gemeistert. Hinterher ist man natürlich ein bisschen wütend. Das kann man nicht anders sagen. Alles andere wäre auch nicht ehrlich. Nee. Ja, da muss man sich drauf einstellen. Ich bin dann 3 Monate im Ermittlungsdienst gewesen, weil ich so meinen Dienst natürlich auch nicht weiter versehen konnte und bin jetzt aber wieder Jetzt ist die Hand wieder in Ordnung? Jetzt ist alles wieder gut, alles wieder fest. Und gibt es dann aus so einem Komplex auch mal irgendjemanden, der sich dann entschuldigt für das, was da vorgefallen ist oder so? Also davon habe ich bisher nichts gehört. Schade, weil es sicherlich unter den 700 Leuten auch welche gibt, die das nicht alles so toll fanden, aber man muss da schon mit einer Aggressivität leben. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir immer wieder auch deutlich machen, was sie da leisten, denn sie müssen ja im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kopf hinhalten oder eben ihre Hand für die Sicherheit der Menschen. Und wenn dann lauter potenziell Infizierte durch die Stadt strömen, dann ist das natürlich für alle eine große Gefahr und insofern haben sie da schon was Gutes gemacht. Wenn sie dann da so sitzen, dann mit dem gebrochenen Finger, was sagt man dann? Würden Sie sagen, wir müssen mehr sein, man muss uns besser unterstützen oder fühlen Sie sich dann auch unterstützt von anderen aus der Bevölkerung oder auch von Ihrem Arbeitgeber, also Landesregierung, Bundesregierung? Ich will da jetzt gar keinen Unterschied machen. Also unterstützt fühle ich mich schon. Das hat alles gut geklappt. Natürlich wäre es gut gewesen, wenn wir bei dem Einsatz mehr Leute gewesen wären. Wir standen da anfangs zu 8. Das war natürlich überhaupt nicht im Verhältnis. Es ist aber nicht so, dass die anderen Kollegen frei hatten. Also es gab verschiedene Einsätze den Tag. Die Unterstützung kam dann. Die haben sich super beeilt. Also das klappt ja wirklich toll bei uns, dass wenn irgendwo Hilfe geschrien wird, da kommt jeder. Trotzdem dauert es seine Zeit und wir hätten die Hilfe natürlich sofort gebraucht. Ja, also mehr Personal wäre gut gewesen, aber dass so zu diesen Ausschreitungen kommt, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Und seitdem ist es in Göttingen einigermaßen ruhig oder haben Sie jetzt auch aktuell wieder sehr viele Demonstrationen? Seitdem ist es auf jeden Fall ruhiger. Also dieser Vorfall hat sich auf jeden Fall zum Glück nicht wiederholt. Demonstrationen gibt es in Göttingen weiterhin, aber in etwas kleinerem Kreise. Naja, da ist man ja in Göttingen jetzt auch, will nicht sagen gewohnt, aber Göttingen, sagen wir mal, es kommt bundesweit schon immer mal wegen einer Demo vor. Insofern sind Sie alle gesund in Ihrer Polizeidienststelle? Also meinen Dienst versehe ich eigentlich in Osterode, das ist im Harz. Okay. Und ich bin nur für den Einsatz nach Göttingen gekommen. Ach so. Genau, in Osterode sind wir im Moment alle gesund. In der ersten Welle hatten wir tatsächlich 8 Infizierte. Da waren wir ganz schön gebeutelt. Aber aktuell, toi toi toi, geht's einem gut. Und Schutzausrüstung ist alles vorhanden, was man jetzt so braucht inzwischen, nicht? Das haben wir alles, genau. Sehr gut. Sonst haben Sie noch ein Anliegen an mich? Eine Sache hätte ich noch. Und zwar würden wir uns in Osterode, sage ich jetzt mal, mehr Testmöglichkeiten wünschen. Okay. Also wir als Polizei, wir sind der Garant für die innere Sicherheit. Wir sind oft mit Menschen in Kontakt, können nicht immer den Mindestabstand einhalten. Bei Widerständen kann es passieren, dass mal die Maske runtergerissen wird oder ähnliches. Und ich muss selber abwarten, bis ich eventuell Symptome habe, muss mich dann zum Arzt begeben und müsste dann eben einen Test machen. Das wäre schön, wenn auch wir einfacher die Möglichkeit hätten, eben so einen Corona-Test zu machen. Okay, also ich glaube, dass wir durch die Schnelltests jetzt natürlich viel besser ausgestattet sind. Da sind wir im Augenblick, die gab es ja im Grunde im November zum ersten Mal oder im Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Da haben wir erstmal alles, was die Länder hatten, an die Pflegeheime und die Besucher dort hineingegeben. Aber wir werden jetzt sehr schnell aufwachsende Mengen von solchen Schnelltests haben und dann müssen die unsere Infrastruktur sichern, also Polizei, Feuerwehr und so weiter, Lehrer haben wir natürlich auch. Also aber die müssen da rankommen und wir haben heute auch gerade im Kabinett gesprochen, wir müssen dann auch gucken, sie werden sicherlich nicht die erst also
Also die erste Gruppe werden mehr Pflegende und auch wirklich sehr vulnerable Gruppen sein, aber dann bei der Impfung auch diejenigen, die unsere Infrastruktur aufrechterhalten, müssen auch dann bald berücksichtigt werden. Aber da müssen wir auch gucken, wie viele Impfdosen wir bekommen. Aber das nehmen wir nochmal auf. Dankeschön. Okay. Alles Gute. Sie hatten die Partys angesprochen. Wir haben in einem kleinen Chat, gibt es die Möglichkeit, der Teilnehmenden zu sagen, ob sie dazu was sagen können. Und Markus Nigel aus München hat sich gemeldet, Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium München. Ja, hallo, grüß Gott, auch aus München nochmal. Ich bin Zugführer bei der Einsatzhundertschaft in München und tatsächlich im Laufe des Jahres, also gerade vom Frühling über den Sommer hinweg, sehr viel Arbeit mit Partys im öffentlichen Raum. Es waren ja zuvor die ganzen Kneipen, die Diskotheken alle geschlossen worden und da haben sich ganz neue Party-Hotspots gebildet und dementsprechend haben sich die Einsätze sehr verändert, wie auch in den anderen Städten, was wir schon gehört haben. Und für uns war es eine Wahnsinnsherausforderung, im englischen Garten und an weiteren großen öffentlichen Plätzen zu schauen, dass hier die Abstände eingehalten werden. Und da galt es reden und nochmals reden und den ein oder anderen Rädelsführer dann aus der Masse herauszugreifen. Und was sind Sie da übel angegangen worden oder hat man Ihr Reden dann auch ernst genommen? Steht der Tropfen hüllt den Stein, hat meistens geholfen. Also unsere Taktik war so eine Art Herdentrieb in Gang zu setzen. Wenn mal die Ersten gegangen sind, haben sich immer mehrere angeschlossen. Aber natürlich kam es über den ganzen Sommer hinweg leider auch immer wieder mal zu unschönen Szenen, wo man eingreifen mussten, wo wir unmittelbaren Zwang auch anwenden mussten und wo leider Kollegen auch zum Glück bei uns jetzt nur leicht verletzt worden sind. Man hört ja immer wieder, also eine große Rolle spielt ja jetzt in den großen Städten auch Alkoholverbot, also ab einer bestimmten Stunde. Und ich glaube, das macht Ihre Arbeit auch ganz schön schwer dann in den späteren Abendstunden, nicht, wenn Alkohol im Spiel ist. Kann man das so sagen? Definitiv, also gerade. Jetzt haben wir ihn Jetzt hängen Sie. Vielleicht wollen wir weiter versuchen? Erstmal. Er kommt bestimmt gleich wieder. Wann soll nochmal eine. Oder? Ja, jetzt sind Sie wieder da. Nochmal? Ja, machen Sie nochmal. Wir waren beim Alkohol und schon waren Sie Komme weg. ich wieder an? Jetzt kommen Sie wieder an, ja. Ja. Ich habe nur Wasser getrunken. Ja, das ist mir klar. Nee, über den Sommer hinweg haben wir an diesen Hotspots tatsächlich festgestellt, dass wenn die späteren Stunden, also ab 9, 10, wenn der Alkoholpegel beim Gegenüber gestiegen ist, dann wurde es zunehmend schwieriger und ein Alkoholverbot ab einer früheren Stunde hätte meines Erachtens hier sehr viel gebracht. Temporär ist es ja dann auch im Laufe des Herbst auch mit zunehmenden steigenden Zahlen an verschiedenen Hotspots bei uns in München so eingeführt worden. Und das hat definitiv auch Wirkung gezeigt. Und wie ist jetzt im Augenblick die Lage, wo die Restaurants zu haben und so und es ein bisschen kälter geworden ist? Macht sich das günstig bemerkbar oder müssen Sie in die Hinterhöfe gehen? Natürlich spielt uns die Witterung an den öffentlichen Plätzen jetzt in die Karten, wobei auch festzustellen ist, dass natürlich Partys jetzt in Kellern stattfinden, in überdachten Hinterhöfen, in Kneipen. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben jetzt in den letzten Wochen mehrere dieser Partys auch wieder auflösen müssen. Und bei Ihnen die Personalbesetzung, sind da viele in Quarantäne oder sind Sie einigermaßen gut noch ausgerüstet mit Personen? Also zum Glück, meine eigene Einheit ist relativ glimpflich bis dato durch die Pandemie gekommen. In einem benachbarten Zug gab es jetzt leider kürzlich wieder 2 positive Fälle. Natürlich das Umfeld der Kollegen musste in Quarantäne. Dementsprechend drücken sie mit geringerer Stärke aus, müssen trotzdem oftmals dieselben Aufgaben mit weniger Personal meistern. Aber gut,
hilft nichts, bleibt nur mit viel Motivation das Ganze auszugleichen. Dazu kommt, dass wir ja gerade im Moment auch zusätzliche Aufgaben wahrnehmen. Also ich bin aktuell seit 2-3 Wochen nicht mehr bei der Einsatzhundertschaft, sondern unterstütze das Gesundheitsamt mit einem Team bei den Kontaktnachverfolgungen. Ach so, da gehen Sie auch noch hin. Das ist. Was hat München jetzt so für eine Inzidenz? Ich habe heute gar nicht geguckt. So plus minus 200 war mein letzter Wert. Oh, das ist natürlich, dann ist es mit der Kontaktnachverfolgung schon sehr schwer, nicht? Da überhaupt noch hinterherzukommen. Definitiv. Deswegen versuchen wir auch bestmöglich das Gesundheitsamt jetzt zu unterstützen. Und was würden Sie sich von der Politik jetzt in so einer Zeit noch wünschen? Also ich meine, wir hoffen ja, dass wir jetzt durch die Wintermonate durch müssen. Das wird noch hart bleiben, weil das Virus einfach im Winter, also der Mensch ist im Winter schlechter gegen das Virus gerüstet als im Sommer. Das Virus ist ja immer dasselbe. Aber weil unsere Schleimhäute anders sind und weil wir einfach viel mehr in Innenräumen sind, ist es alles viel schwieriger. Wir müssen also diese Wintermonate noch durchstehen. Wir hoffen ja, dass wir dann bald Impfstoff kriegen. Und insofern, was würden Sie sich jetzt für die nächsten 3-4 Monate noch wünschen? Ja, generell viel Rückendeckung, viel Unterstützung. Auch was die Diskussion in den Medien anbelangt. Also insofern finde ich es super toll, dass wir hier heute in dieser Runde mit Ihnen sprechen dürfen. Ich denke, durch die Corona-Pandemie ist die Polizei noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, als es ohnehin schon der Fall war. Also als Beispiel zu Beginn der Pandemie waren wir auch in den großen Parks in München eingesetzt und im Englischen Garten waren täglich 4, 5, 6 Kamerateams, die uns auf Schritt und Tritt verfolgt haben und geschaut haben, was die Polizei hier macht. Und deswegen ist es ein großes Anliegen, dass wir hier eben die Rückendeckung bekommen und wenn wirklich mal bei der Polizei was passiert, der Kollege hat angesprochen, Fehler passieren einfach dann irgendwann mal. Wir müssen uns da kritisch zwar hinterfragen, aber dass hier trotzdem die generelle Rückendeckung einfach da ist. Ja, das soll ja auch das Gespräch jetzt ausdrücken, dass diese Rückendeckung da ist. Und ich meine, ich weiß ja, wie es ist, wenn eine Kamera guckt, wenn ich eine Rede halte. Aber wenn eine Kamera immer zuguckt, wenn ich mich mit einem, der schon vielleicht eine Menge Alkohol getrunken hat und dann aggressiv wird, wenn da jede Bewegung verfolgt wird, das ist schon auch schwierig. Das gehört zu unserer Demokratie dazu. Aber die Rückendeckung, die haben Sie und sollen Sie auch haben und müssen Sie auch haben. Ja. Vielen Dank. Entschuldigung. Vielleicht gehen wir nach Erfurt. Andreas Dupont, Polizeihauptkommissar, hat auch Erfahrungen mit aggressiveren Reaktionen. Ja, hallo. Das ist tatsächlich so. Wir hatten letzte Woche Freitag auf unserem schönen Erfurter Anger beziehungsweise in der näheren Umgebung eine Kontrolle von 25 Personen. Und wegen einer Ordnungswidrigkeit, klar, pandemiebezogen müssen wir die Kontrollen mit unterstützen für das Bürgeramt, für das Gesundheitsamt. Das ist eine unserer originären Mitaufgaben aufgrund der schwierigen Lage für alle. Und wenn das Klientel, was dem Grunde nach auch, dass man dort kontrolliert, eine Grundaggressivität sowieso hat und jetzt durch die Pandemie, durch dieses Gegängeln, wie Sie das ja bezeichnen, dann verstärkt wird, dann ist halt die Eskalation halt viel schneller da. Und in dem Fall mussten wir dann auch schnell reagieren, haben zum Glück, das ist das Gute an dem Ballungsraum, auch Unterstützung von anderen Kollegen. Aber letztendlich ist dann die Aggression sehr schnell, es pusht sich alles schnell hoch und die Kommunikation ist halt eingeschränkt, weil auch das polizeiliche Gegenüber gar keine Kommunikation haben möchte. Sie wissen ja, dass Sie was falsch gemacht haben und wollen eigentlich nur aus der Nummer relativ schnell rauskommen. Na gut, wenn Sie schnell rauskommen wollen, dann ist ja gut, dann sind Sie auch schnell weg vielleicht, aber trotzdem. Ist das jetzt in Erfurt öfter der Fall oder, also Erfurt soll jetzt nicht am Pranger gestellt werden, aber ist das jetzt, was hat sich verändert, seitdem Pandemie ist in Ihrer Arbeit, sagen wir mal? Die Arbeit hat sich in diesem Sinne geändert. Also erstmal wissen Sie ja, dass Erfurt eine sehr schöne Stadt ist. Absolut. Genau, und so soll es auch bitte bleiben nach der Pandemie. Ja, natürlich, es ist wie in allen Städten auch. Die Probleme sind die gleichen. Dieses
immer wieder Wechseln der Verordnung, immer wieder neu sich einzustellen. Das gilt für den Bürger, aber natürlich auch für uns, die natürlich auch gucken müssen, was hat das Land bestimmt, was hat aber die einzelne Stadt noch zusätzlich aufgelegt. Und das ist ja auch eingangs dort einige Kollegen von mir schon erwähnt worden, diese Rechtssicherheit, die wir benötigen, natürlich auch uns immer wieder neu einzustellen. Das ist eben das Schwierige für alle. Der Polizist ist ja genauso ein Mitmensch dieser Stadt wie eben auch alle anderen. Aber natürlich die Dünnhäutigkeit der Menschen hat wirklich zugenommen. Das ist sehr spürbar. Und die meisten, die es ja auch alles verstehen, die auch eine Akzeptanz da haben, auch zu den Regelungen, die getroffen werden, die sind ja zu Hause, die halten sich an die Gesetze, an die Verordnung. Und die Leute, die dem Grunde nach sich sowieso nicht so an Gesetze gerne halten oder eben die der Meinung sind, es ist alles übertrieben, sind natürlich auch viel mehr auf der Straße und eben im öffentlichen Raum und beschäftigen uns dadurch etwas mehr als zur normalen Zeit, also sprich die normale Zeit ohne die Pandemie. Naja, wir sind, ich meine, letztendlich ist ja eine ganze Gesellschaft jetzt in eine dramatische Situation gestellt. Keiner hat das geübt. Wir müssen uns alle menschenwidrig eigentlich verhalten, dass wir Abstand zeigen sollen, dass wir uns nicht treffen sollen. Und das ist natürlich für alle schwer. Und dass da auch, sagen wir mal, Aggressionen auftreten, das ist gesamtgesellschaftlich sicherlich nicht verwunderlich. Und trotzdem müssen wir natürlich versuchen, alles im Rahmen zu halten. Hat man da jetzt, wenn Sie so über die Pandemie reden, glauben Sie, dass wir als Politiker überreagieren und lauter Quatsch machen? Oder, nein, nicht Quatsch, aber wie sehen Sie da so? Also ich merke ja schon, dass Verordnungswesen ist offensichtlich eine schwere Hürde, ist ja klar. Ich merke auch, dass, also was wir uns auf der Bundesebene nicht immer klar machen, ist, wir treffen die Länder, aber wir treffen natürlich nicht jeden Tag die Kommunen. Und wenn dann in jeder Kommune nochmal eine Sonderregelung ist oder in vielen, dann ist das zum Teil verständlich. Also die jetzt sehr hohe Fallwerte haben, dass man dort nochmal Sonderregelungen macht. Aber sie müssen natürlich ständig umlernen und das ist schon richtig. Also wenn Sie so untereinander mal sprechen, was halten Sie dann von dem ganzen Verordnungswesen? Ja, man kann sich ja der Gesamtsituation überhaupt nicht mehr entziehen. Man hat ja gar keine Ruhe mehr vor dem Thema Pandemie. Und man hat so viele Eindrücke, die man in seinem Kopf verarbeiten muss. Wenn wir einen einfachen polizeilichen Sachverhalt haben oder wir wissen, wir bereiten uns auf eine besondere Lage vor oder wie jetzt im Wald, wo die A49 gebaut werden soll, da weiß man, auf was man sich einlässt, was für ein Klientel dort entgegensteht und was die auch aus Erfahrungswerten aus anderen ähnlichen Einsätzen dort veranstalten, damit man sich entsprechend, kann man sich gut vorbereiten. In diesem Fall ist die Bandbreite des öffentlichen Diskurs so unwahrscheinlich. Wie gesagt, man hat einerseits nicht ertappen ist ja das falsche Wort, man hat ja Verständnis auch für viele Forderungen von Kulturschaffenden, von Selbstständigen. Man hat in meinem engsten Freundeskreis sind sehr viele selbstständige Menschen, die natürlich alle Angst haben um ihr Geschäft und die natürlich sehr differenziert aus ihrer Warte her betrachtet die Maßnahmen sehen. Und der Polizist ist gesamtgesellschaftlich immer Ansprechpartner. Er ist ja immer da und er setzt die Verordnung um und er ist der Ansprechpartner. Oft muss man den Leuten erklären, dass wir die Verordnung selbst gar nicht gemacht haben, sondern wir setzen sie halt einfach nur durch, weil das unser gesellschaftlicher und gesetzlicher Auftrag ist. Aber mit diesem ganzen Wust im Kopf geht man dann halt eben abends nach Hause, man geht damit ins Bett, man wacht frühst damit wieder auf. Also es ist sehr anstrengend, aber die meisten Menschen haben ja absolutes Vertrauen nach wie vor in unseren Beruf. Und ich kriege das auch wieder bei den Rückmeldungen mit meinen Freunden gesagt, dass wir sind alle nicht zu beneiden. Euren Job möchte ich momentan nicht machen. Das ist eigentlich ein Lob. Nee, also das ist etwas, wo ich auch nur mit allergrößter Hochachtung, ich meine, wir diskutieren am Tisch, Sie diskutieren draußen unter Realbedingungen, das ist schon eine harte Aufgabe und wie Sie es auch sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die wirklich richtig Angst haben um ihre Zukunft und
das können wir versuchen zu helfen. Wir sind ja auch noch ein relativ reiches Land, aber letztlich können wir das, was die Pandemie anrichtet, auch nicht verändern. Und wir haben uns auch alle nicht jahrelang auf ein Virus vorbereitet, was uns jetzt so überrennt. Und insofern ist das schon für uns alle eine schwierige Sache. Wenn Sie mir noch wollen Sie mir noch sagen, wünschen? Oder also was haben Sie noch an Anliegen? Nicht, dass Sie zurückkommen dann zu Ihren Kollegen und die sagen, hast ja wieder nichts vorgebracht, als du die Bundeskanzlerin gesehen hast. Das denken Sie so nicht. Ich wünsche Ihnen erstmal Durchhaltevermögen, einen Wunsch an Sie. Ja, das wünsche ich allen auch, ja. Wünschen wir uns gegenseitig. Und dass Sie Ihre Länderchefs alle und Länderchefinnen gut unter Kontrolle haben. Ich vergleiche so oft Ihre Situation, wenn wir uns auf den Einsatz vorbereiten, haben wir eine besondere Aufbauorganisation, da gibt es den Polizeiführer. In dem Falle pandemiemäßig sind Sie jetzt die Polizeiführerin und Sie haben Leitlinien und Vorbehalte. Und die einzelnen Einsatzabschnittschefs sind 16 an der Zahl, nämlich die Bundesländer. Und sie sollten schon auch ihrer Marschroute folgen. Und da ist oft so der Punkt, wo ich mir sage, jetzt hat die Polizeiführerin, sprich die Bundeskanzlerin, eine Marschroute vorgegeben, hat einen Befehl herausgegeben. Und keine paar Minuten später liest man in allen Kassetten, welcher EA-Führer schon wieder ausschert und sein Ding macht. Und das wird in Polizeikreisen sehr kritisch gesehen, wenn das so passiert. Also der EA-Führer hat natürlich ein paar Freiheiten, aber das ist so die Sache. Und einen Wunsch habe ich tatsächlich noch. In vielen dieser Versammlungslagen, die wir jetzt haben, ist ja diese eben nicht heterogene Masse. Es sind so viele unterschiedliche Menschen von Normalen, die zu wenig Wortgewicht haben, also die das sehen, der Pandemie, die Pandemie gibt es, den Virus gibt es, aber ich habe eben genau diese Zukunftsängste. Und dann haben wir oft eben auch rechte Spektren, die natürlich jetzt diese Situation ganz aktiv nutzen. Wir sehen es, haben es in Leipzig gesehen, was da für ein Aufmarsch war. Und dann ärgert es mich ganz persönlich und viele meiner Kollegen, dass wir mit einer Extremismusdebatte gerade oft da reingesteckt werden mit so, dass die Polizei ein Problem damit hat. Natürlich sehen wir es in den Nachrichten, dass dort Durchsuchungen waren und dort schwarze Schafe rausgefiltert wurden. Aber Sie sehen es ja, glaube ich, auch heute in der Diskussion. Ich würde behaupten, hier auf uns können Sie alle als gesamte Polizei stolz sein und wir sollten da versuchen, auch die einzelnen Politiker mit einer nicht zu einem Stegen durch die Maschen oder einem Schwert durch die Polizei zu arbeiten, sondern mit einer ganz feinen Nadel entsprechend. Nein, wir dürfen jetzt auch nicht weggucken, wenn es in bestimmten Fällen sowas gibt, wie auch Extremismus in der Polizei. Aber wir haben extra jetzt alles getan, dass es keinen Generalverdacht gibt, sondern wir wissen schon, was sie leisten. Und deshalb heißt die Studie, die wir jetzt machen, auch, dass wir uns mal mit ihrem Alltag beschäftigen, weil ich glaube, viele Politiker, und da will ich mich gar nicht ausnehmen, wir machen uns ja gar keine ganz genaue Vorstellung, was da so vor Ort jeden Tag los ist. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht zu wissen, wie ihr Alltag aussieht. Und ich sage mal, wenn man jetzt irgendwie sage ich mal jetzt etwas ungeschützt, ohne dass ich Berlin wieder schlecht machen möchte oder so, aber wenn man am Cottbuser Platz immer Drogenkontrollen machen muss und das sein ganzes Leben als Polizist macht oder 3 oder 4 Jahre, dass man da vielleicht manchmal schon verzweifelt und fragt, gibt es nicht noch ein paar andere Kräfte in der Republik und ein paar andere Leute, die mal Maßnahmen ergreifen können, müssen wir das alles aushalten? Das kann ich schon verstehen. Ansonsten würde ich sagen, ich erzähle den Ministerpräsidenten lieber nicht den Vergleich von ihrer Operationslage mit den Einsatzführern und dem Einsatzleiter. Da gibt es noch gewisse Unterschiede und das macht ja auch den Unterschied zwischen mir und Ihnen aus. Aber die Menschen freuen sich, wenn sie gemeinsame Botschaften hören, auch von uns als Politikern. Das ist unbestritten. Dankeschön und schöne Grüße nach Erfurt. Danke. Sie hatten vorhin gefragt, Frau Bundeskanzlerin, ob es auch im Umgang mit sprachlichen Barrieren Erfahrungen gibt. Die gibt es, das erfahren wir aus dem Chat, und zwar im Westen der Republik, in Hamborn, in der Polizeiwache bei Duisburg von Patricia Ciccolone. Okay. Ja, hallo. Ich arbeite im Duisburger Norden und zu unserem Wachbereich zählt auch Duisburg-Marxloh. Da gibt es das hatte ich schon mal besucht, da kenne ich mich ein bisschen aus. Also ein bisschen, Ja, genau. Ich weiß die Problemlagen, sagen wir mal so, sonst.
Genau, da gibt es nun mal viele Mitbürger, die Migrationshintergrund haben und der deutschen Sprache einfach nicht gut mächtig sind. Und da stellt es uns halt gerade vor Herausforderungen, dass wir denen die Maßnahmen auch transparent machen. Warum führen wir jetzt diese Maßnahmen durch? Und da stößt man natürlich auf die Schwierigkeit, dass man es einfach nicht gut erklären kann, weil wie soll man einem Mitbürger erklären, der unsere Sprache nicht spricht, was die Corona-Schutzverordnung ist. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass es viele Bürger einfach nicht erreicht, dass die ganzen neuen Maßnahmen, die ja auch für uns oftmals sehr anstrengend sind, dass die überhaupt gar nicht zum Bürger ankommen. Und dann findet sich da natürlich auch Unverständnis vom Bürger, ne? Dass der uns einfach nicht versteht, warum wir diese Maßnahmen durchführen. Und das setzt uns einfach vor eine große Herausforderung. Also wir versuchen in unserer Kommunikation schon immer auch das auf Arabisch oder Türkisch oder Russisch oder weiterzugeben. Nun liest nicht jeder irgendwie die Mitteilung des Bundespresseamts und ist auch nicht bei uns auf Facebook. Glauben Sie, dass wir sie besser ausstatten sollten noch mit so Sachen, die sie sich runterladen könnten, wo dann auch gesprochene Texte sind, meinetwegen, die man dann weiß nicht, ob sie ein iPhone haben oder was sie da im Dienst kriegen, also wo sie sozusagen kommunikativ den Leuten das einfach mal hinhalten und ihnen auf Rumänisch mal sagen könnten, hier, so sieht die Corona-Schutzverordnung aus. Würde Ihnen sowas helfen, wenn wir solche Tools bereitstellen? Ja, tatsächlich. Also fällt einem natürlich einfach schwer. Es sind ja oft auch Leute, die nicht jeden Tag ein 800-Seiten-Buch lesen. Genau, und insofern muss man da, glaube ich, die Tonansprache haben, um vielleicht voranzukommen. Genau, das wäre auf jeden Fall etwas, was uns hier ungemein helfen würde. Wir sind ja nun mal einfach der direkte Ansprechpartner für den Bürger, weil wir einfach im direkten Austausch auch mit dem Bürger stehen. Und auf der Straße werden wir angesprochen und müssen versuchen, das irgendwie transparent zu erklären und sind irgendwie auch so das Ventil für den Bürger. Wir werden als Erste angesprochen und bei uns wird auch das Unverständnis, die Aggressivität ausgelassen. Und da würde das tatsächlich helfen, einfach um auch diese sprachliche Barriere zu überbrücken. Sie haben ja, wenn ich mich an Marxloh noch recht erinnere, im Grunde auch diese Doppelherausforderung, also sehr viele türkischstämmige, die schon viele Jahre wohnen, die eigentlich auch super Deutsch sprechen und die dann auch in so einem bestimmten Spannungsfeld wieder zu Menschen vielleicht aus Südosteuropa leben, die gekommen sind. Spielt das jetzt eine Rolle bei Ihrem Dienst auch noch? Ja, man merkt das schon. Also grundsätzlich, wir haben belebte Straßen in Marxloh. Wenn man da auch dann die Corona-Streife macht, wozu wir auch teilweise eingeteilt werden, da kriegt man das natürlich schon direkt mit. Teilweise sind wir mit dem Ordnungsamt zusammen eingeteilt und wir laufen da Streife oder fahren da entlang und da wird man natürlich sofort angesprochen oder merkt zumindest auch den Unmut der Bürger. Und bei Ihnen auf der Polizeistelle ist das personell, sind die Leute gesund oder haben Sie auch Krankheitsfälle gehabt? Nee, wir sind tatsächlich ganz gut verschont worden. Wir hatten 1, 2 Quarantänefälle aus Sicherheitsmaßnahmen, aber da können wir zum Glück davon reden, dass wir alle gesund sind. Es gab auf einer Nachbarwache einige Ausfälle, wo wir dann einspringen mussten und die Einsätze für den Nebenbereich auch noch mit abdecken mussten. Da kam dann zusätzliches Personal, aber wir selber als Dienststelle wurden da ganz gut verschont. Und mussten Sie schon mal eine Fete auflösen oder eine große Hochzeit oder irgendeine Geburtstagsfeier? Ja? Ja, natürlich, ja. Ich meine, das kommt regelmäßig vor. Ja, auf jeden Fall. Da ist noch viel Uneinsicht beim Bürger da, tatsächlich. Naja, ich glaube, hat sich das jetzt eigentlich, also ich sag mal, über den Sommer war ja Corona fast was Abstraktes geworden, weil wir so geringe Infektionszahlen hatten. Stellen Sie fest, dass die Leute ein bisschen vorsichtiger geworden sind, wo man ja doch jeder 1 oder 2 Menschen kennt, mindestens die krank geworden sind, oder ist das nicht der Fall? Teils, teils, würde ich sagen. Also es ist nicht nur der Fall, dass Leute da mit Unverständnis reagieren, aber es kommt nun mal einfach auch trotzdem vor, dass wir oft zu Partys zu Hause gerufen werden, wo man sich dann selber fragt, warum da immer noch so ein großes Defizit an Informationen ist bei den Bürgern. Und Wunsch, Aufforderung an mich, was sollen wir
anders machen, besser? Nee, meine Frage war tatsächlich einfach, ob regelmäßige Testungen bei Polizeibeamten durchgeführt werden sollen oder ob das geplant ist. Das hatten Sie ja zum Teil schon beantwortet. Also einfach schwierig. Wir haben nun mal einfach sehr viel Kontakt mit dem Bürger. Wir können dem nicht aus dem Weg gehen. Manchmal lässt sich einfach auch die körperliche Distanz nicht wahren. Und da ist es einfach sehr schwierig, weil man einfach selber ein sehr hohes Infektionsrisiko hat. Ja, also mit den Schnelltests werden wir besser klarkommen. Ich meine, es macht im Grunde, wenn Sie mal überlegen, wie wenig Infizierte Sie jetzt auf Ihren Dienststellen haben, das haben wir jetzt ja hier eigentlich auch rausgefunden, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, jeden Tag sich zu testen. Selbst wenn man jetzt lauter Tests hätte. Weil man muss schon gucken, anlassbezogen, aber wenn man jetzt mal so einen Einsatz hatte, wo man echt in so eine Party rein muss und dass man da 5 Tage später dann sich nochmal testet, das ist, glaube ich, schon, verstehe ich schon, dass man das gerne möchte. Man muss nur bei dem Testen, wenn ich das noch sagen darf, es hat keinen Sinn, nach dem Einsatz sich gleich am nächsten Tag zu testen. Immer negativ. Und dann denken die Leute, oh schön, am zweiten Tag ist auch noch negativ. Und wenn es dann nachher heiß wird, fehlt der 5. Tag, dann hat man es schon fast vergessen. Also sehen tut man gerade bei den Schnelltests erst was am 5., 6. Tag. Das ist ganz, ganz wichtig. Also am Tag danach sich zu testen hat keinen Sinn. Ja. 6 Teilnehmende und Teilnehmer wollen noch zu Wort kommen. 6? Ja, dann aber müssen wir uns wir aber kriegen beeilen. das hin. Julia Kienast hat sich per Chat gemeldet zum Thema Gefälligkeitsatteste. Sie ist aus Bayreuth, aus dem Polizeipräsidium zugeschaltet, ist aber in Pegnitz in Franken Polizeihauptmeisterin. Ja, hallo aus Bayreuth. Hallo. Problematik Gefälligkeitsatteste. Auch bei uns auf dem Land ist es jetzt immer mehr auf dem Vormarsch, dass sich die Menschen Atteste holen, um der Maskenpflicht auszukommen. Für uns Also ist es Atteste, allerdings schwierig. was für Atteste für Tests? Also Atteste, um getestet zu werden oder Atteste, Nein. um nicht zur Arbeit zu gehen? Nein, ein Attest, um die Maske nicht aufsetzen zu müssen. Ach so, die Maske. Beispielsweise. Genau, also um der Maskenpflicht zu entgehen. Gell? Für uns ist es aber recht schwierig, auch im Einsatz dann auch die Echtheit zu erkennen und auch die Glaubwürdigkeit. Es gibt zwar Handlungsleitfäden, aber die sind auch meist nicht abschließend, sondern eben nur ein Leitfaden. Es ist eher recht schwammig. Also das ist für uns wirklich teilweise ein Problem, das einfach zu erkennen und auf Echtheit zu prüfen, was diese ärztlichen Atteste angeht. Es gibt ja auch Fälle, es ging auch durch die Medien, ich denke, das haben alle auch mitbekommen, dass die bundesweit quasi ausgestellt werden. Also sind das hier in gefälschte Pegnitz hat einer sind das gefälschte Atteste oder sind das Atteste von Hausärzten, die einfach sagen, ich tue meinem Patienten Gefallen? Kann alles sein. Das könnte alles sein, ja. Und da die Atteste ja auch nicht eine bestimmte Form haben müssen, das ist ja nicht festgelegt, Okay. das macht die Sache natürlich dann schwierig. Das nehme ich Aber es mal, ist auf das jeden nehme ich Fall mal auf. so, dass das eine beliebte Lösung wäre. Ja. Müssen wir vielleicht ein bestimmtes Ja. Wasserzeichen machen oder so fürs Attestpapier oder so ein... Ja, oder einfach nur, dass die bestimmte Informationen auch enthalten müssen. Also es gibt dann zum Beispiel auch Atteste, steht einfach drin, aus gesundheitlichen Gründen wird nicht empfohlen, die Maske zu tragen, wie auch immer. Da steht gar keine Diagnose beispielsweise drin, aber soweit ich weiß, ist das auch kein Muss. Also das wäre schön, wenn man da vielleicht nochmal nachjustieren könnte. Das würde uns einiges erleichtern. Und sonst noch ein Wunsch aus Ihrer Tätigkeit? Ja, ich denke, dass noch eine Herausforderung für uns sein wird, wenn dann schließlich das Nachtleben wieder eröffnet. Ich fände es schön, wenn wir das schrittweise vielleicht irgendwie machen könnten, um das etwas abzufedern, weil ich denke, dass viele Menschen das Gefühl haben werden, dass sie was nachzuholen haben. Also es könnte noch eine spannende Zeit für uns werden, wenn das Nachtleben wieder eröffnet. Genau, das wäre schön, wenn man das schrittweise machen könnte. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun und wir werden auch im Winter, das muss ich leider sagen, egal wie, noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Also ich sag mal, wenn wir dann wieder in Richtung Frühjahr gehen, das haben wir ja letztes Jahr auch erlebt, dass es dann deutlich besser wurde und man sehr viel mehr im Freien machen konnte. Aber solange man im Freien nicht so viel machen kann, müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein, sonst sitzen wir sofort wieder in der nächsten Welle drin. Ja. Und das nehmen wir nochmal mit auf, dass Sie das ganz wichtig fanden. Sind Sie alle gesund bei sich dort in Pegnitz oder in Bayreuth?
Ja, momentan ja alle gesund in Pegnitz, Gott sei Dank. Und als Sie die Einladung bekommen haben, ob Sie mit mir reden wollen, haben Sie da gesagt, oh Gott, ist das auch noch zu meinem ganzen Dienst dazu? Oder wie war Ihr erster Ach nee, Eindruck? ich habe eigentlich gleich ja gesagt, war eine spontane Entscheidung, ja. Okay, und dann haben Sie mit Ihren Kollegen gesprochen, die haben Ihnen diese Sachen mitgegeben, die Sie jetzt vorgebracht haben, nicht? Ja, wir haben uns auch noch mal kurz ausgetauscht, ja. Genau. Okay, dann grüßen Sie mal alle nach Ja. Pegnitz und Bayreuth. Ich möchte ja da auch mal wieder im Sommer hinfahren und gucken, ob wir wieder Bayreuther Festspiele haben. Wir sehnen uns ja alle nach Normalität. Die einen nach Disco, die anderen nach Oper. Jedem fehlt unglaublich viel. Und Ja. manche auch nach Reisen. Da haben wir noch jemanden da, Frankfurt am Main, Flughafen, Mert Eser, ja. Polizeimeister. Das sieht man auch an den Flugzeugen hinter Ihnen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Guten Ich Tag. grüße aus dem schönen Frankfurt am Main. Und bei uns hat die Corona-Krise natürlich extrem eingeschlagen, was Reiseverkehr angeht. Die Sperrung bzw. die Einschränkung der Reisen, das haben wir sehr stark gemerkt an Aufkommen der Personen natürlich. Das Aufkommen der Reisenden hat sehr, sehr stark abgenommen, was uns natürlich dann in letzter Zeit die Möglichkeit gegeben hat, einfach mal den Papierstau, der sich in den letzten Monaten auch aufgestaut hat, einfach mal in Ruhe abzuarbeiten. Weiter konnten wir natürlich die Möglichkeit nutzen, um gewisse andere Polizeidienststellen einfach zu unterstützen. Sowohl der Landespolizei noch der Bundespolizei. Wir haben mehrere Einsätze sind wir gefahren an die Binnengrenzen zu Frankreich zum Beispiel. Persönlich war ich auch einmal dort. Ich war auch in 2 Unterstützungseinsätzen für die Frankfurter Innenstadt bzw. Hauptbahnhofbereiche. Und es ist nicht so zu sagen, dass wir weniger Arbeit hier am Flughafen haben, sondern die Sachverhalte, die aufkommen, sind einfach viel komplexer. Wir haben eine Koordinierungsstelle erstellt, die sich nur mit der Thematik Corona beschäftigt. Und wir haben in den letzten Monaten über 100.000 Anfragen bekommen von verschiedenen Nationen, wie es mit der Einreise momentan, wie es aussieht mit der Einreise. Und da sitzen dann wirklich die Profis, die wirklich Ahnung davon haben und dann mit jedem Einzelnen den Kontakt pflegen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich Ihr Leben völlig verändert hat. Hinter Ihnen hat es geschneit in Frankfurt oder ist es ein altes Bild? Das ist ein altes Bild. Gut, dann bin der ich Frankfurter beruhigt. Skyline im schönen Flieger. Dann bin ich beruhigt. Das ist natürlich von Massenandrang jetzt zu Einzelbetrachtung, aber natürlich eben diese völlig unterschiedlichen Einreiseregelungen und Anfragen, das kann ich mir schon vorstellen. Sie haben ja dann auch Testzentren da gehabt am Frankfurter Flughafen, nicht? Genau, wir haben ein großes Testzentrum hier. Wir haben auch ein weiteres vom Deutschen Roten Kreuz, das von der Bundeswehr unterstützt wird. Und da haben wir zum Beispiel jetzt im Gegensatz wahrscheinlich zu den Vorgängern die Möglichkeit, relativ schnell bei Verdachtsfällen getestet werden zu können, was ein sehr, sehr großer Vorteil bietet. Selbst ich hatte letzte Woche die Erfahrung, dort einen Test machen zu müssen, weil wir natürlich auch ein paar Corona-Fälle haben in der Dienststelle. Aber wir sind momentan 2.500 Polizeivollzugsbeamte und davon befinden sich nur 30 momentan in Quarantäne und 8 aktive Corona-Fälle. Also muss man sagen, sind wir da noch relativ gut bei rumgekommen. Und ist es für Sie jetzt manchmal ein bisschen langweilig, wenn Sie da in Ihrem Papierstau rumwühlen müssen und wünschen Sie sich die Reisetätigkeit wieder zurück oder sagen Sie, ach, ist auch mal ganz gut, eine Weile etwas ruhiger? Ja, auf jeden Fall hat man erstmal so das Gefühl am Anfang, okay, es ist ein bisschen ruhiger, ich kann jetzt mal die ganzen Papierakten beiseite schaffen, dass die Regale mal wieder ein bisschen leerer werden. Irgendwann kommt dann auch der Trott rein, wo man sagt, okay, so langsam könnte man wieder. Da haben wir dann aber auch die Möglichkeit, wirklich die Einsätze zu fahren, die uns momentan einfach aus dem alltäglichen Geschäft auch rausholen. Und die werden auch sehr gut angenommen von unseren Kollegen und Kolleginnen am Flughafen. Ja. Dann alles Gute auch an den Flughafen. Ich meine, wer da in der Flughafenbranche arbeitet, das ist ja schon unglaublich, wenn man überlegt, wie viele Mitarbeiter wahrscheinlich in Kurzarbeit sind, wie viele, also der Fraport hat ja, weiß ich gar nicht, wie Tausende und Abertausende von Mitarbeitern, die Gepäcksachen machen und dies und jenes. Also es ist schon, wie man unverschuldet in so eine Situation kommen kann, da sind schon manche Branchen ganz schön betroffen. Also alles Gute trotzdem und wenig aggressive Reisende möglichst.
Danke. Wir sind jetzt geografisch schon da, so Richtung Dreiländereck, wo wir auch ganz gut eine weitere Vertreterin der Bundespolizei einbeziehen können, Dalila Stotzka. Sie möchte auch was sagen zu Grenzschließungen. Sie ist unter anderem auch rund um die Bahnpolizei am Freiburger Bahnhof zum Beispiel aktiv und eben im Bereich Grenzpolizei. Ja, guten Tag auch aus Weil am Rhein. Hallo. Hallo. Ja, zum Thema Grenzschließung. Also die Bürger hier vor Ort im Dreiländereck zur französischen und schweizerischen Grenze haben natürlich lange Zeit Angst gehabt, dass sich die Grenzschließung, die von März bis Juni hier Bestand hatte, dass sich das wiederholt. Und wir hatten wirklich eine Zeit lang, also gerade im März natürlich, als die Grenzen zu Schweiz und Frankreich, ich sage jetzt mal salopp dicht gemacht wurden, sehr, sehr viele besorgte Bürger, sehr viele Anfragen, sehr viele Schicksale, die sich durch so eine Grenzschließung auch dann ergeben haben. Familien, die sich plötzlich nicht mehr sehen konnten, weil sie nicht offiziell auf Papier eine Familie waren. Personen, die ihre Pferde in einem anderen Land untergebracht haben beispielsweise. Also da gab es sehr viele verrückte, interessante Geschichten und ja, manche Leute haben sich auch Sachen einfallen lassen, um die Grenze passieren zu dürfen. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit, glaube ich, die ich in meinem dienstlichen oder in meinem gesamten Leben nicht vergessen werde. Also die Angst vor Grenzschließungen und die Angst, Grenze nicht mehr überschreiten zu dürfen, die jahrelang offen war und für jeden eigentlich passierbar. Naja, ich habe sozusagen beide Facetten erlebt. Am Anfang war es so, dass ich extrem besorgte Anrufe von Ministerpräsidenten bekommen habe, dass das jetzt überhaupt nicht mehr so weitergeht, als im Elsass zum Beispiel eben die Infektionsraten so hoch waren, als Frankreich die Geschäfte zugemacht hatte und als dann alle einkaufen waren in Baden-Württemberg und so weiter. Und dann war das 3-4 Wochen und dann haben alle gemerkt, was sie vielleicht gar nicht mehr wussten, wie eng das Leben in den Grenzregionen verflochten ist und wie beschwerlich das ist. Und zum Schluss gab es ja dann einen richtigen Druck, also macht jetzt endlich wieder, hört auf mit den Grenzkontrollen. Man hat auch gemerkt, wie viele Grenzübergänge wir haben und mit den Pendlern und wie schwer das wurde und wie viele Umwege die fahren mussten und was weiß ich nicht alles. Und haben Sie da viel Aggressivität erlebt in der Zeit? Ja, teilweise Aggressivität, wobei wir jetzt glücklicherweise jetzt auch keine größeren Ausschreitungen jetzt direkt an den Grenzen hatten, aber natürlich verbal teilweise sehr großes Unverständnis ausgedrückt wurde von den Bürgern und von den Reisenden, aber eben auch nicht nur im dienstlichen, auch im privaten Bereich, wo man dann angerufen wurde und das Unverständnis geäußert wurde oder irgendwelche Bitten gestellt wurden, ob man da nicht Ausnahmen machen kann oder Ähnliches. Und das waren wirklich, also wie gesagt, Zeiten, die man so nicht mehr vergisst, weil das ganze Leben, also wie ich schon gesagt habe, die Grenzen waren irgendwie nicht mehr existent. Man ist Transit teilweise gefahren, weil Strecken kürzer sind. Das war dann nicht mehr möglich. Teilweise wurden Grenzübergänge, die man jahrelang passiert hat, baulich geschlossen, weil eben das Personal auch nicht da war, jeden Grenzübergang zu kontrollieren und eben die baulichen Barrieren mussten dann eingerichtet werden. Also und wie ist die Stimmung jetzt? Also jetzt ist ja in der Schweiz auch wieder ganz schön Infektionsgeschehen und wenn wir uns mal die Corona-Karte angucken, dann sehen wir natürlich schon auch, dass da, wo sehr hohe Fallzahlen sind, auch durch den Grenzverkehr das natürlich dann auch auf Deutschland sich auswirkt, vielleicht manchmal auch von Deutschland. Belgien hat jetzt zum Beispiel sich beschwert und hat gesagt, wir sind jetzt nach 3-4 Wochen Shutdown oder Lockdown, sind wir jetzt endlich mit den Infektionszahlen runter. Jetzt macht ihr zu Weihnachten so viel Öffnungen, da haben wir Angst. Wie ist da jetzt die Stimmung? Ja, aktuell ist es ja so, dass wir auf deutscher Seite eventuell sogar mehr Einschränkungen haben als auf der Schweizer Seite. Unsere Restaurants sind geschlossen, die jetzt in der Schweiz dann noch geöffnet haben. Die Maskenpflicht, da war Deutschland auch ein bisschen der Schweiz voraus mit der Einführung der Maskenpflicht beim Einkaufen zum Beispiel. Aber ja, die Bürger, würde ich sagen, im Großen und Ganzen ist das ein bisschen abgeflacht, die Angst vor den Grenzschließungen, weil man eben dann wieder so dankbar war, als die Grenzen wieder geöffnet wurden und das dann wieder zu schätzen gelernt hat.
Und was halt, also wir gehen ja im Augenblick sehr viel mehr auf Schleierfahndung, dass man einfach so guckt, wenn jetzt touristische Verkehre sind in den Grenzregionen, die nicht sein müssten oder irgendwelcher Einkaufstourismus, wobei die Deutschen ja dann auch in einigen Nachbarländern ihrerseits wieder touristisch unterwegs sind. Ist das auch eine Aufgabe, glauben Sie, dass das gut ist, dass wir das machen? Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil ich denke auch, wie meine Vorredner schon gesagt haben, dass jeder Mensch auch Gesetze und Verordnungen braucht, an denen er sich orientieren kann. Und dadurch, dass wir eben die Verordnungen haben, um zu wissen, wer darf wie lange einreisen, zu welchem Zweck, ist es eigentlich wird diese Schleierfahndung auch positiv aufgenommen von den Bürgern. Natürlich gibt es auch immer Unverständnis, aber das ist in jeder Reihe so, aber im Großen und Ganzen. Dann schöne Grüße nach Freiburg ins Dreiländereck. Peter Both, Polizeidirektor aus dem Polizeipräsidium Bochum, möchte was sagen. Und es geht um Rückhalt der Politik, Kritik nach Einsätzen. Okay. Ja, schönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Ich würde gerne eingangs nochmal anknüpfen wollen an Ihr Eingangsstatement. Sie haben gesagt, die besondere Wertigkeit des Artikel 8 Grundgesetz hervorgehoben. Und mir ist es einfach nochmal wichtig, nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass ich glaube, dass wir flächendeckend in der Bundesrepublik stolz darauf sein sollten, eine Polizei zu haben, für die das auch selbstverständlich ist, wo das jeder weiß und wo es auch für jeden Polizisten eine Selbstverständlichkeit ist, das auch umzusetzen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch eine Neutralität einnehmen bei solchen Versammlungslagen. Das ist, glaube ich, nicht in allen Ländern so und darauf sollten wir meiner Auffassung nach in Deutschland tatsächlich sehr stolz sein. Wenn Sie sagen, nicht in allen Ländern, dann meinen Sie andere Länder, nicht Bundesländer. Richtig. Nein, nicht Bundesländer, flächendeckend in Deutschland. Ja, und wenn man dann entgegengeschleudert bekommt bei Versammlungslagen, wir seien der Teil einer Corona-Diktatur, dann macht das schon sehr, sehr wütend, weil die Menschen, die so etwas sagen, haben, glaube ich, nicht ansatzweise eine Vorstellung, wie es tatsächlich in einer Diktatur aussähe, wenn man eine andere Auffassung vertritt als die der Das kann ich bestätigen, ja. Aus meinem Lebensweg. Ja, da haben die nicht ansatzweise eine Vorstellung von. Gleichwohl betrachte ich das, was uns auf den Versammlungen entgegenschlägt, mehr und mehr mit Sorge. Und zwar mit Sorge, mit Blick auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Sorge darauf, was wächst da heran und was braut sich da möglicherweise noch weiter zuran. Es ist, wenn wir bei Versammlungen von Menschen angespuckt werden, ins Gesicht gespuckt werden, die einen anlachen und sagen, ich habe Corona und jetzt hast du es auch, wenn derlei Dinge auf Versammlungen passieren, wenn, was der eine Kollege gerade, was die Kollegin gerade dargestellt hat, Gefälligkeitsatteste vorgezeigt werden, erkennbare Gefälligkeitsatteste von Medizinern vorgezeigt werden, dass man keine Masken tragen müsse, dann macht das eine ganze Menge mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und die Sorge ist, oder meine Hoffnung ist, dass wir weiterhin so unaufgeregt, gelassen in diesen Versammlungslagen bleiben und professionell, wie wir es bislang getan haben. Aber die Belastung ist schon enorm. Und wenn ich auf die Bilder schaue, wir fahren als Bereitschaftspolizei quer durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland zu allen Einsatzlagen. Wir waren in Berlin, in Dannenröder Forst und überall unterwegs. Dann macht es mir Sorge, was da jetzt künftig weiter auf uns zukommt. Und wenn ich mir die Bilder in Leipzig anschaue, und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich ansprach mit Rückendeckung der Politik. Ich nehme Ihnen ungesehen ab, dass wir die bei Ihnen haben. Nur die Polizei ist natürlich auch Ländersache und in den Länderparlamenten haben wir mittlerweile sämtliche politischen Parteien in Deutschland vertreten. Und was uns gut tun würde als Polizei ist, wenn wir es hinbekämen, dass Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten flächendeckend von allen politischen Parteien geächtet wird. Und dass wir Straftäter nicht als Aktivisten verharmlosen und dass wir deutlich machen, flächendeckend politisch, dass Gewalt gegen die Polizei, Gewalt gegen den Staat ist und nicht zu akzeptieren und zu tolerieren. Und nach Leipzig, den Satz würde ich gerne noch, wenn ich den sagen darf, nach Leipzig ist es einfach, wenn sich dann führende Politiker durchaus großer Parteien hinstellen und den Einsatz der Polizei kritisieren, dann macht einen das ein Stück weit auch fassungslos. Natürlich ist die Polizei
in der Lage, 2000 Menschen daran zu hindern, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Die Frage ist, welche Bilder bekommen wir dann? Welche Szenarien bekommen wir dann? Wir müssen am Wochenende nach Paris gucken, was dort passiert ist. Und die Frage ist, ob wir das haben wollen oder ob es dann nicht vernünftig und klüger ist, unter besonderer Beachtung der Verhältnismäßigkeit auch einmal einen Schritt zurückzuweichen, ohne dass man uns dann vorwirft, wir würden nicht konsequent handeln. Und das macht sehr viel mit uns, dieser Vorwurf. Also ich denke auch, dass wir sozusagen vorsichtig sein sollten, Polizeieinsätze, wenn man nicht dabei war, wenn man sich damit nicht intensiver befasst hat, zu kommentieren. Ich nehme auch das, also ich habe gleich noch eine Frage an Sie, aber ich nehme auch das, was erst gesagt wurde, natürlich ernst. Es gibt auch immer wieder in solchen Situationen, die Sie ja auch noch nicht erlebt haben. Ich glaube, das Neue ist jetzt, dass Sie von Familien in Leipzig bis hin zu rechtsradikalen Leuten ein ganzes Spektrum in einer Demonstration haben, was man ja sonst, wenn es um ein Anliegen geht, ich sage jetzt mal meinetwegen da irgendein Forst oder gegen eine Autobahn oder gegen einen Castortransporter, dann hat man ja eine Gruppe von Demonstranten, die man einschätzen kann, über die man Erfahrungen hat und die relativ ähnlich strukturiert ist in ihren politischen Ausdrucksweisen. So, jetzt haben Sie plötzlich Situationen, wo vielleicht manche, die da hingehen, mit Kindern und Familien selber nicht ganz genau wissen, in welche Situation sie sich gebracht haben. Und da würde ich auch dringend davon abraten, dass von jeder Seite, ohne dass man sich das mal angeguckt hat, jetzt gleich Kommentierungen abgegeben werden. Ich glaube, dass dann uns die Innenminister einfach, das hat Horst Seehofer auch gemacht, hinterher berichten müssen. Und sie sind ja auch Menschen und sie haben auch Sorge. Und sie werden natürlich, wenn sie dramatische Bilder erzeugen, hinterher genauso kritisiert, als wenn sie zurückweichen. Ich sage auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch eine Sorge. Und das ist die Sorge, dass uns manche Dinge völlig entgleiten, also dass der Staat vielleicht seine Ordnungsfunktion nicht mehr wahrnehmen kann. Und das wirkt auf die Bürgerinnen und Bürger natürlich dann auch fatal, weil sie ja eigentlich auch gewöhnt sind, in einem geordneten Staat zu leben und Angst haben, dass sich jetzt irgendwelche Kräfte durchsetzen und vielleicht doch eine Hoheit gewinnen können. Und diese Sorge artikuliert sich. Und wenn Sie aber natürlich so angespannt sind, kommt bei Ihnen dann auch sehr schnell an, jetzt fangen die auch noch an, uns rumzukritteln. Wir haben ja nur gerade mal genug abgekriegt hier und sind der Sache kaum auch noch Herr. Also wir müssen da sehr pfleglich miteinander umgehen. Und da müssen Sie auch, also bei mir können Sie es wissen, und wir werden auch immer wieder für den politischen Konsens werben. Und wir müssen auch unheimlich darauf achten, das sehen Sie an der Sprache im Deutschen Bundestag, dass das eben auch zum Teil immer radikaler wird, auch gerade von der Partei AfD, die in den Worten schon dramatische wählt. Und Worte sind immer der Vorbote von Taten. Und deshalb ist das unsere Aufgabe, da wirklich auch Einhalt zu gebieten. Und und deshalb wollte ich Sie eigentlich fragen, Sie sind ja sicherlich, haben auch schon ein paar Berufsjahre auf dem Buckel. Nicht, dass ich Sie jetzt als alt klassifizieren will, aber Sie sind jetzt kein Polizeianwärter mehr. Glauben Sie, dass sich die Szene radikal, also Sie haben ja auch schon andere Einsätze hinter sich, ist das strukturell schlimmer geworden in den letzten Jahren? Ja, also zu den Dienstjahren, ja, das sind tatsächlich 40. Insofern sind schon ein paar, auf die ich schauen kann. Das ist richtig. Ja, nach meiner Bewertung schon. Es ist strukturell, es ist heftiger geworden, was die Bereitschaft, die Bereitschaft, Gewalt gegenüber Polizeibeamten auszuüben, die ist nach meiner Bewertung insbesondere in großen Gruppen, wenn man die Gelegenheit hat, den Schutz der Anonymität in einer großen Gruppe zu suchen, ist die Bereitschaft, derlei Dinge zu tun, also Polizeibeamte zu bewerfen, und ist größer geworden, also aus meiner Sicht. Wobei, ich hätte mir, als ich in die Politik ging, auch nicht vorstellen können, dass wir mal ein Gesetz machen, wo wir Polizisten vor Gewalt schützen müssen. Also solche Gesetze mussten wir jetzt ja schon machen. Das ist ja
Wobei wir immer zurückliegend immer ja schon Lagen hatten in der Bundesrepublik, wo es dann mal sehr gewalttätig wurde, wenn man zurückguckt bis Stadtbahn West oder wenn wir verschiedene Gipfel, die wir hatten in Deutschland, die stattgefunden haben, die ja immer mal wieder aus dem Ruder gelaufen sind. Aber das waren so einzelne Highlights, die sehr schnell wieder abgeebbt sind. Und das ist genau die Sorge, die ich habe, weil wann Corona abebbt, das wissen wir alle nicht, das kann niemand verlässlich sagen. Und ein Gipfel in Hamburg wussten wir, der ist nach 3 oder 4 Tagen vorbei, dann wird alles vorbei sein. Wann das vorbei sein wird, können wir eben nicht verlässlich sagen. Und das ist die Sorge, dass sich die Gewalt, die sich jetzt schon zunehmend steigert, dass sich diese Gewalt noch mehr und mehr potenziert, je länger diese Pandemie andauert. Und das ist es, was ich so vorher sehr da sind natürlich die sozialen Medien auch dazu gekommen, die natürlich ganz andere Kommunikation bundesweit ermöglichen, sodass auch die Voraussagbarkeit, wie viele Leute kommen zu einer Demo oder was wird da los sein und woher kommen die, viel, viel schwieriger geworden sind. Nicht? Das ist ja auch, da müssen Sie ja auch ganz anders inzwischen planen. Also das kann ja heute... Es ist kaum noch zu planen, genau, Sie sagen es richtig. Also wenn jedes Like bei Facebook gleich einem Versammlungsteilnehmer wäre, hätten wir horrende Versammlungszahlen, die haben wir aber gar nicht. Und was dazu kommt, das Thema soziale Medien, dass unser polizeiliches Handeln ja sofort, eine Sekunde später, rund um den ganzen Globus einsehbar ist. Und zwar nur die Teile, die derjenige will, dass sie gesehen werden, der sie versendet. Und dann kommt genau das, das dann bewertet wird auf unvollständiger Datenlage. Und das macht uns sehr, sehr häufig das Leben schwer. Ja, gut, also mit diesen Dingen müssen wir natürlich auch alle zu lernen leben, weil wir kriegen dann solche Schnipsel vorgezeigt, dann heißt es, was sagen Sie denn dazu? Und da muss man sich dann auch sehr zähmen und sagen, ich muss erst das Gesamtbild kennen, und das müssen wir alle lernen. Das ist eine sehr neue Entwicklung. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, vor 12 Jahren, also als ich jetzt 15-jähriges Dienstjubiläum hatte sozusagen, da hat man nochmal geschrieben, was 2005 war. 2005 war Nokia der weltweit führende Handyanbieter und StudiVZ war en vogue bei den Studenten. Und wenn man jetzt mal überlegt, was sich da in einer Zeit verändert hat und was wir auch an Reaktionsarten jetzt brauchen, das schon, und das erleben Sie natürlich hautnah. Also Dankeschön und alles Gute nach Bochum. 9 Minuten haben wir noch und 2 Teilnehmende und darunter auch Tuba Kutun. Sie hat mit jungen Leuten zu tun, also Leute, die Polizist werden wollen, trotz dieser Nachrichtenlage. Erzählen Sie uns aus Berlin. Ja, schönen guten Abend. Tuba Kutun, mein Name. Ich bin fachpraktische Ausbilderin an der Polizeiakademie Berlin. Ich unterrichte momentan die Herbsteinstellung 20. Das heißt, es sind Auszubildende, die am 1.9. angefangen haben und betreue da 2 Klassen in der Praxis. Das heißt, ich bringe denen so ein bisschen bei Demonstrationsbegleitung, Waffenausbildung, Festnahmetechniken, Handfesseltraining. Und das ist natürlich mit Corona, also unter Corona-Bedingungen, sehr, sehr schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Also einerseits hat Berlin so viele Demonstrationen wie wahrscheinlich lange nicht und andererseits darf man sich nicht zu nahe kommen, nicht bei der Ausbildung. Ja, genau. Also es war auch für uns natürlich als Polizeiakademie eine extreme Herausforderung. Wir mussten gerade der Einstellungsjahr Frühjahr 20, also genau zum Lockdown, die Auszubildenden, die eingestellt wurden, hatten ein Problem, weil man muss auch ganz klar sagen, wir hatten Probleme mit der Digitalisierung der Lerninhalte, die halt zu Beginn der Corona-Maßnahmen noch nicht ansatzweise so da waren. Wir haben nicht genug Rechner gehabt, konnten es auch Lehrkräfte nicht zur Verfügung stellen. Jetzt sind wir natürlich auf Hochtouren da am Arbeiten und ich habe gerade heute die E-Mail gelesen, dass wir mehr Rechner kriegen sollen. Das erleichtert uns natürlich die Arbeit. Und was jetzt in meine Richtung quasi geht, in das Fachpraktische, wir mussten natürlich Konzepte erarbeiten, wie kann ich gerade praktische Lehrinhalte Corona-konform den Auszubildenden beibringen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Festnahmetechniken üben ohne Körperberührung geht ja so gut wie gar nicht. Lassen Sie das dann, also verschieben Sie das dann oder machen Sie es dann trotzdem? Wir haben gewisse Lehrinhalte, die wir verschoben haben. Ja? Wir haben aber auch mit dem polizeiärztlichen Dienst unter anderem wurden Konzepte erarbeitet, wo wir mit festen Teams arbeiten, mit Mund- und Nasenschutz arbeiten. Zum Beispiel das Handfesseltraining findet nur mit Mund-Nasenschutz statt, mit festen Partnern. Das betrifft ja nicht nur meinen Fachbereich, das betrifft ja auch den Bereich Sport als auch Einsatztraining bei uns.
wir wollen ja unsere Auszubildenden so gut ausbilden. Wir brauchen Nachwuchs, gerade Berlin, ja. Wir brauchen in den Hundertschaften, in den Abschnitten Nachwuchs und da war natürlich auch die Angst bei den Auszubildenden enorm. Zu Beginn hatte ich noch einen Jahrgang, die im 5. Semester waren und am Ende ihrer Ausbildung standen und die hatten natürlich alle Angst und haben gesagt, wird jetzt unsere Ausbildung sich verlängern? Werden wir Existenzängste waren natürlich auch da. Es gibt ja Ausbildungsvergütung oder fertiger Polizist zu sein, macht natürlich einen Unterschied. Gerade wenn man im 5. Semester ist, plant man dementsprechend. Und da waren wir auch als Ausbilder gefragt, ein bisschen als Seelsorger zu fungieren und hat es dann geklappt? Die Ängste zu nehmen. Konnten die ihre Ausbildung ordentlich, also zeitgerecht beenden? Ja, da wurde wirklich alles dran gesetzt, dass dann die Auszubildenden zum 1.9. Ernannt wurden und die Herbsteinstellung dann angefangen hat und das hat gut funktioniert und wir sind halt peu à peu dabei, das immer besser auszuarbeiten, bessere Konzepte. Wir wollen aber nun mal 110% geben und das kann man unter Corona natürlich nicht. Das ist natürlich schwierig. Und spüren Sie, ich meine, das sind jetzt ja junge Leute, die zu Ihnen kommen, die sind einerseits vermissen sie ihre Disco, andererseits sehen sie, was auf den Demos los sind. Sind die noch motiviert, Polizist zu werden, auch wenn sie das sehen, was die älteren Kollegen da zum Teil aushalten müssen? Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind alle total motiviert, meine Auszubildenden. Die freuen sich darauf. Die sind traurig, dass sie natürlich das alles aufgrund von Corona, die Übungen, die Vorbereitung auf den richtigen Dienst nicht machen können. Aber auch sie haben Ängste, so wie wir auch. Wir sind ja alles Menschen, wir sind hier Väter, Mütter, Töchter und haben auch mit einem Virus zu kämpfen letztendlich. Wir sind ja nicht nur in Uniform, sondern sind ja auch privat irgendwo unterwegs. Und das sind die Auszubildenden auch und sind auch, so wie bei uns, Ängste natürlich damit verbunden. Und wir als Ausbilder sind gefragt, die Ängste den Auszubildenden zu nehmen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber es ist schwierig. Also es ist schwierig in der Ihnen, Praxis. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und viel Mut. Jetzt sind noch ein paar schwierige Monate. Ich hoffe, dass wir dann auch einen Impfstoff langsam kriegen und dass wir nächstes Jahr um diese Zeit doch besser dastehen. Und dann wird es nur ein Abschnitt im Leben gewesen sein, aber einer, den sich jeder sicherlich merkt. Das darf man heute schon sagen. Ich glaube, die Zeit vergessen wir nicht. Auf jeden Fall. Also ich habe noch einen Appell. Meine Vorredner haben schon sehr viel gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich wünsche mir einfach, dass wir Grundgesetz, Gesundheit, wir sprechen die ganze Zeit darüber, aber auch dieses Grundgesetz gilt auch für uns. Also wir möchten auch gesund nach Hause gehen, wenn wir unseren Dienst beenden. Und das möchte ich noch mal klar und deutlich sagen, wir haben auch Angst vor diesem Virus. Wir sind trotzdem im Dienst. Wir haben diesen Beruf aus einem bestimmten Grund ausgewählt und da stehe ich auch total dahinter. Aber nichtsdestotrotz muss man den Menschen noch mal sagen, auch wir haben Grundrechte. Absolut, das stimmt. Und die werden zum Teil ziemlich verletzt, wenn man da sieht, wie gewalttätig gegen Polizisten vorgegangen wird. Schöne Grüße an Ihre Polizeiauszubildenden und danke für Ihre Worte. Vielen Dank. Lange gewartet in Gera hat Tino Bechstedt. Danke dafür. Jetzt haben Sie alle gehört. Was bleibt zu sagen? Ja, ich kann eigentlich auch nur zusammenfassend sagen, das meiste wurde schon genannt. Auch wir in Gera, obwohl wir einen kleineren Bereich haben als vielleicht eine Metropole wie Berlin oder Frankfurt, haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie schon gesagt wurde. Unsere Demos, die halt stattfinden, haben vielleicht nicht dieses Ausmaß, aber sind dennoch zahlreich vorhanden. Sie haben auch schon, ich glaube, Sie haben da schon ganz schön auch selbstbewusstes Volk, also was seine Meinung klar kundtut, hoffentlich nicht zu viele gewalttätig. Nein, wie es auch vorhin schon gesagt wurde, bei den meisten ist es glücklicherweise so, dass die viel durch Angst auf die Straße gehen oder aus Unsicherheit, dass man da auch mit einer guten Kommunikation denen die Angst in gewissen Zügen halt nehmen kann. Die halt stören wollen, die finden immer einen Grund. Jetzt ist es die Corona-Krise, später ist es vielleicht wieder irgendwas anderes. Bis jetzt hat das mal alles sehr gut funktioniert, die Lagen eigentlich so beherrschbar zu machen. Ansonsten das Gleiche, es gibt immer wieder irgendwelche Feierlichkeiten, die auch durch die Polizei aufgelöst werden müssen. Auch da im schlimmsten Fall halt mal mit Gewalt. Es hält sich aber glücklicherweise in Grenzen. Auch so von der Dienststelle an sich hier hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal Corona-Fälle, die diverse Ebenen der Führung
temporär halt außer Betrieb gesetzt haben, wenn man das mal so nennen möchte. Aber auch das ist mittlerweile alles wieder behoben, wieder alle einsatzfähig. Was vorhin schon mal gesagt wurde, die einzelnen Länder, Kommunen mit ihren individuellen Corona-Regeln, ist auch für den Bereich Gera zum Teil schwierig gewesen. Wir sind hier im kleinen Länderdreieck, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, haben da halt auch diverse oder viele Berufspendler, die sagen, hier in Sachsen-Anhalt darf ich dieses, warum darf ich das jetzt hier nicht? Da ist es halt, denke ich mal, sehr wichtig, damit ein bisschen Fingerspitzengefühl an die ganze Sache ranzugehen und die Unsicherheiten auch zu nehmen. Arbeiten Sie mit Ihren Kommunalverantwortlichen gut zusammen? Also fühlen Sie sich da unterstützt? Ja, da ist eigentlich seitens der Führungsebene immer ein guter Kontakt da und die werden auch so zielgerichtet weitergeleitet an uns. Denn wir müssen jetzt ja, ich meine, es gehen ja viele Verwaltungsbereiche jetzt ziemlich, wie man so umgangssprachlich sagt, auf dem Zahnfleisch, Ordnungsämter, Gesundheitsämter, Polizei, dann die ganzen Ängste von den Selbstständigen und wie gesagt, die Gesellschaft, jeder erlebt es anders. Es gibt auch Bereiche, die haben noch nie so viel zu tun gehabt wie unter Corona-Bedingungen, das gibt es auch, aber es hat sich alles verschoben und wollen Sie noch einen Tipp dazugeben oder noch eine Bitte dazugeben, die noch nicht angesprochen wurde? Es ist schwierig, weil wirklich das meiste schon gesagt wurde. Wir müssen jetzt einfach zusammenhalten, nach vorne schauen. Auch diese Krise wird irgendwann überwunden sein. Es ist eine schwierige Phase, vor allen Dingen jetzt im Winter wieder. Aber auch das wird überstehbar sein, denke ich. Naja, ich sag mal, es hilft ja nicht viel, aber wir müssen ja immer noch überlegen, wir sind ja eigentlich noch ein Land, ja, das hat ein recht gutes Gesundheitswesen, wo viele motiviert sind. Das hat eine gute Verwaltungsstruktur. Wir sehen jetzt zwar auch viele Defizite. Ich denke mal, was uns allen auffällt, ist, dass wir mit der Digitalisierung ein bisschen hinten dran sind. Da gibt es Länder, die da viel schneller rangehen. Und ich möchte Sie auch bitten, wenn Sie haben ja eben gesagt, Sie kriegen jetzt Computer, wenn Sie, Sie kriegen Computer da, ich muss aber auf der gucken. Manchmal gibt es ja auch so ein Hemmnis, das dann sofort anzunehmen, aber weil man sich ja auch wieder erst ein paar Tage einarbeiten muss und so weiter. Aber ich glaube, es kann unser Leben doch insgesamt einfacher machen und von der Schule bis zur Verwaltung und Polizei brauchen wir viel mehr von der Digitalisierung. Da sind wir gegenüber einigen Ländern, Skandinavien und so, schon noch weit hinterher. Genauso hat sich das bei der Schule gezeigt. Ich will zum Abschied vielleicht einfach sagen, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier Rede und Antwort und Bitten zu stellen und hier dabei zu sein. Grüßen Sie alle nochmal Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir wissen, was Sie tun und was Sie für uns leisten. Das hindert uns nicht daran, so wie es Sie nicht daran hindert, wenn wir mal was nicht richtig machen, das zu kritisieren, dass wir dann auch was sagen, aber nicht aus dem einfach heraus, sondern indem man sich vernünftig informiert. Die Bitte habe ich schon sehr gut verstanden. Und ja, es ist eine außergewöhnliche Zeit, in der, wenn wir eines Tages durch die mal durch sind, dann können wir vielleicht uns auch freuen, dass wir es hoffentlich einigermaßen gut geschafft haben, aber es ist ein Ausnahmezustand, den wir so lange nicht kannten. Und wir haben viele schöne Erlebnisse gehabt mit der deutschen Einheit jetzt in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt haben wir alle auch noch mal was Schwieriges, wo auch Gemeinschaftsgeist gefordert ist. Aber das haben ja auch viele von Ihnen gesagt, insgesamt gibt es halt auch viele Bürgerinnen und Bürger, die erstens wissen, was sie für sie tun und die sich glücklicherweise auch an die Regeln halten. Und wenn man Ihre Erzählungen hört, kann ich nur noch mal alle bitten, die vielleicht uns jetzt auch zugehört haben, denken Sie immer dran, auch die Polizisten sind Menschen mit Grundrechten, mit Familien, mit Angehörigen, mit Sorgen, mit Ängsten und sie haben schon viel Mut, aber sie sind eben auch Menschen und wir müssen untereinander sorgsam mit uns umgehen, bei allen Freiheiten, die wir genießen in diesem Land. So, danke, alles Gute und es war mir eine Freude und auch eine sehr anregende Diskussion, von der ich versuchen werde, auch manches nochmal weiterzugeben. Insbesondere die Sache mit den klaren Verordnungen.
Die Bundeskanzlerin im Gespräch mit Polizistinnen und Polizisten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, vor allen Dingen auch fürs Teilnehmen und Frau Bundeskanzlerin, Ihnen für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Nächstes Mal kommen Studierende und Studierende zu Wort.